Polen. Im Rahmen eines Roadtrips wollen wir von West nach Ost das Land erkunden. Bunzlau. Bekannt für Bunzlauer Keramik, das handgefertigte Steinzeug mit dem charakteristischen Dekoren. Zweifelsfrei die größte Sehenswürdigkeit hier in Bolesławiec oder auch Bunzlau ist der Ring mit den Bürgerhäusern aus dem 17. Jahrhundert. Bereits 1558 entstand die erste Apotheke in der Stadt. Martin Opitz, der berühmte Begründer der Schlesischen Dichterschule, prägte die Literatur des deutschen Barock. 1525 wurde in Bunzlau mit dem Bau einer Kanalisation begonnen, die 1565 fertiggestellt wurde. Mit dieser ungewohnten und aufwendigen Bauleistung besaß Bunzlau somit die erste deutsche Kanalisation. Das Rathaus, im 15. Jahrhundert erbaut, im Laufe der Zeit mit Elementen der Gotik, Renaissance und des Barock versehen. Stadtwappen. Die Darstellung einer Stadtmauer, die auf dem heutigen Wappen zu finden ist, wird erstmals 1316 in einem Siegel verwendet. Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt und St. Nikolaus. Markantes Wahrzeichen der 80 Meter hohe Turm mit barocker Haube. Wrocław, die viertgrößte Stadt Polens, historisch auch Breslau genannt. Die Fossa Miejska, ein historischer Wassergraben, der einst die Altstadt umspannte. Der Salzplatz, wie der Name sagt, einst das Salzhandelszentrum der Stadt. Die alte Börse am Salzplatz, ein Neorenaissancebau aus dem 19. Jahrhundert. Rynek oder Marktplatz, größter Marktplatz Europas mit 212 mal 175 Metern. Rathaus, ein gotisches Meisterwerk am Großen Ring, gilt als eines der schönsten gotischen Gebäude Europas. Der Dominikanerplatz, ein historischer Platz in der Altstadt. Hala Targowa, die historische Markthalle aus dem frühen 20. Jahrhundert. Mit einem elektrischen Taxi. Mal schauen, wie das wird. Die Garnisionskirche, eine gotische Kirche aus dem 14. Jahrhundert mit markanter Silhouette und buntem Dach. Berühmt für ihren imposanten Turm, 91 Meter hoch mit der Aussichtsplattform.
Die Jatki-Straße, der ehemalige Fleischmarkt in Breslau. Eine malerische Gasse in der Altstadt mit bunten Häusern und gotischen Bögen. Ehemalige Fleischbänke aus dem 13. Jahrhundert, heute mit Kunsthandwerksläden und Galerien belebt. Beliebtes Touristenziel mit einzigartigem Ambiente und Bronzeskulpturen von Tieren. Der Universitätsplatz. Historischer Platz im Zentrum der Stadt, umgeben von barocken und klassizistischen Gebäuden. Markanteste Sehenswürdigkeit ist wohl der Fechterbrunnen, erbaut 1904. Eine Bronzeskulptur eines Fechters auf einem Marmorsockel mit 4 wasserspeienden Masken. Most Piaskove, die Sandbrücke. Die älteste erhaltene Brücke der Stadt, erbaut 1861 über die südliche Oder. Eine prächtige Eisenkonstruktion mit filigranem Fachwerk. Wyspa Piasek, die Sandinsel. Eine der Oderinseln im historischen Stadtzentrum Breslaus. Most Tumski. Die Breslauer Dombrücke. Eine historische Stahlbrücke aus dem Jahr 1889 über die Oder. Bekannt als Brücke der Liebenden mit zahlreichen angebrachten Liebesschlössern. Das Nepomuk-Denkmal. Ein barockes Denkmal aus dem 18. Jahrhundert, das den heiligen Johannes Nepomuk darstellt. Gilt als das größte Nepomuk-Denkmal der Welt. Kathedrale St. Johannes der Täufer. Ein bedeutendes gotisches Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert. Sitz des Erzbischofs von Breslau und Zentrum des katholischen Lebens in Niederschlesien. Berühmt für ihre prächtige Architektur, wertvolle Kunstwerke und den Panoramablick vom Domturm. Die Grunwaldstraße, zu Ende des Zweiten Weltkrieges erbaut, in dem ganze Stadtviertel dem Boden gleichgemacht wurden. Die ursprüngliche Idee war, ein Flugfeld zu schaffen, um die eingeschlossene Stadt zu versorgen. Die Grunwaldbrücke Most Grunwaldski, eine einzigartige Hängebrücke über die Oder, erbaut zwischen 1908 und 1910. Hala Stuletschnia oder Jahrhunderthalle.
Ein monumentales Bauwerk aus Stahlbeton und Glas. Erbaut 1911 bis 1913 im expressionistischen Stil. Schon beim Bau haben Kritiker gedacht, dass bei der Eröffnung das Gebäude direkt einfällt, da es die größte freitragende Kuppel der damaligen Zeit hatte. Pavillon Cztery Kuppel, der Vierkuppel-Pavillon. Ausstellungsgebäude im Stil des Modernismus aus dem Jahre 1913. Teil des Weltkulturerbes der Jahrhunderthalle. Białystok, Hauptstadt der Woiwodschaft Podlachien, auch bekannt als Geburtsort von Esperanto. Ja, eine sehr schöne Parkanlage hier. Branitzky-Palast. Barockes Schloss aus dem 18. Jahrhundert, ehemals die Residenz des Grafen Jan Clemens. Beiname Versailles des Nordens aufgrund seiner prächtigen Architektur und weitläufigen Gartenanlagen. Das Greifentor, einst das Stadttor von Białystok, erbaut im 18. Jahrhundert, ein klassizistisches Stadttor mit 3 Bögen und einem Uhrenturm. Das Armeemuseum, das größte Militärmuseum in der Woiwodschaft Podlachien, die Kathedrale Maria Himmelfahrt, ein monumentales neogotisches Bauwerk aus dem frühen 20. Jahrhundert, das Wahrzeichen der Stadt Białystok. Der Rynek-Kościuszki-Marktplatz. Repräsentativer und zentraler Platz in Białystok. Umgeben von historischen Gebäuden wie dem Rathaus und der Kathedrale, ein beliebter Ort für Veranstaltungen, Märkte und gemütliches Beisammensein. Ełk, eine 56.000 Einwohnerstadt im Nordosten an der Masurischen Seenplatte gelegen. Des bekannten deutschen Literaten. Der Fluss Ełk durchquert Masuren und auch den Ełksee. Alter Strand am Ełksee.
der Aussichtsturm. Der neue Aussichtsturm mit atemberaubendem Blick auf den See und die Stadt. Gelegen an der Siedlung Bodanovica, erreichbar über die Ulica Piękna oder mit einem Spaziergang der Promenade entlang. Die Kleinspurbahn. Ein historischer Bahnhof direkt in der Nähe des Bahnhofes. Der Kopernikus-Park, ein beliebter Park im Stadtzentrum von Erg, benannt nach dem berühmten Astronomen Nikolaus Kopernikus, dem auch ein Denkmal gesetzt wurde. Er bietet viel Platz zum Entspannen, Spazieren und Gehen und zeigt Replikate von den Planeten unseres Sonnensystems. Die Universität. Eine Filiale der renommierten Universität Warmińsko-Mazurskiej in Olsztyn bietet Bachelor- und Masterstudiengänge in verschiedenen Fachbereichen wie Pädagogik, Pflege, Administration und Sicherheit. Eine attraktive Lage in Erg, Brama Mazur, das Tor zum Masuren, ein modernes Einkaufszentrum mit vielfältigem Angebot an Geschäften. Kirche des Heiligsten Herzens Jesu. Eine neogotische Kirche aus den 1920er Jahren. Das größte und älteste Gotteshaus der Stadt. Im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und später wieder aufgebaut. Beeindruckende Architektur, hoher Backsteinsteinfassade und mächtigem Turm.
Das Rathaus, ein imposantes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert mit einem markanten Turm. Siegfried Lenz, der bekannte Lüger Literat, 1926 geboren, hat mit seiner Kurzgeschichtensammlung So zärtlich war zu Leiken ein literarisches Denkmal für die Stadt gesetzt. Dies war der Roadtrip durch Polen. Tschüss und danke, bis zum nächsten Mal.